Posts auf dieser Infotafel in Herzberg am Harz hängen aus und werden quasi ausgeliefert, sobald Menschen hinzutreten und sie sich anschauen. Es ist super kalt, ich habe das Wetter nicht bestellt. In jedem Fall nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Die letzten Tage hatte ich ein bisschen Gelegenheit, mich mit anderen YouTubern per Hangout auszutauschen. Und im Chat haben wir verschiedene Methoden erwähnt, wie wir halt Sachen produzieren und posten. Ich produziere ja gerne im Voraus und dazu will ich halt einfach kundtun, dass ich es für mich am besten finde, wenn ich geplant poste und das auch sehr früh mache. Denn man weiß nie, wann potenzielle Leute, die das halt schauen, den Content, halt online gehen. Und wenn man diesen dann in den sozialen Netzwerken geteilt hat, dann verhält es sich so, dass er ausgeliefert werden kann. Er muss also quasi vorhanden sein. In der YouTube Academy gibt es einige Hinweise, dass man halt gucken sollte, wann Viewer auf den Content zugreifen, aber ich vermute, das ist eigentlich eher etwas, wenn man einen Livestream macht. Bei normalen Posts in sozialen Netzwerken kommen die Leute quasi im Laufe des Tages dazu und dann sollte der Content da sein, damit er abgerufen werden kann. Vor dem Hintergrund empfehle ich es eigentlich, möglichst früh zu posten. Es gibt Gruppen, da wünschen sich die Leute vor Arbeitsbeginn einen guten Morgen, das heißt, die sind schon online und wenn man sich diese Gruppen anschaut, dann kommt man vielleicht auf die Idee, dass ein Post um 4 Uhr in der Früh, das ist natürlich schon verdammt früh, deswegen geplant posten, so kommt, dass einige Leute sich Videos schon auf dem Weg der Arbeit antun können. Andere Ansichten sind mit entsprechender Begründung natürlich vertretbar. Andere Ansichten sind nicht nur gut vertretbar, sie interessieren mich sogar. Vielleicht hat jemand Lust, einfach unten im Kommentar seine Methode und seine Ideen dazu zu kommentieren. Boah, das ist wirklich finster kalt. Ich bin nur unterwegs, weil ich unterwegs sein muss, sonst würde ich bei der Kälte nicht vor die Tür gehen. Ich hoffe, dass alle Leute gut durch diese Tage kommen mit dem Frost. Den Channel abonnieren nicht vergessen und nicht verzagen. Es wird auch wieder Frühling und Sommer, hoffe ich zumindest.